Heute machen wir typisch YouTube. Ich rede über etwas, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, heute stelle ich euch ein Set vor, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe, was es sein soll. Ich habe 30 € dafür in die Hand genommen und habe es mir bei JB Spielwaren beim AFOL Shopping besorgt. Wir sprechen heute über das Lego Set 40556 Mythica. Einen Himmelslöwen, ein Stargate, 2 fleischfressende Pflanzen, ein lustiges Einhorn und 2 niedliche Minifiguren. Was das Ganze soll, keine Ahnung, schauen wir uns aber jetzt gleich genauer hier auf dem Bautisch an. Ja Freunde, da haben wir das Set 40556 hier auf dem Bautisch liegen, das ihr selber auch in den Legoland Stores erwerben könnt. Mythica ist hier das Stichwort, eine Attraktion aus dem Legoland Windsor bzw. Legoland Resort Windsor, so heißt es. Das ist dort ein Parkabschnitt, wo es wohl um mythische Fabelwesen geht, um Chimären. Hier haben wir ja auch diesen Himmelslöwen, der Maximus heißt. 520 Steinchen hat das Set. Wir haben dieses Sternentor, was quasi das Entree ist in diese Welt. Übrigens auch im Legoland Günzburg gibt es im 4D-Kino einen Film zum Thema Mythica. Ja, wir haben diese 2 fleischfressenden Pflanzen, wir haben diese beiden Kids und wir haben hier dieses lustige Einhorn, das vielleicht der ein oder andere schon kennt, denn es kommt aus einem Lego Jubiläumsset von 2018, die 10401, und dieses lustige Einhorn heißt Bobs. Ja, schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir dieses, ich nenne es jetzt hier auch einfach mal Stargate Sternentor. Wir haben hier diesen Löwen, der 10 cm groß sein soll, und die beiden fleischfressenden Pflanzen plus das Einhorn. Ich muss hier einfach ganz stark an Stargate denken und deswegen, Freunde, kleiner Spoiler, wir werden in den Fakten auch ein bisschen über Stargate reden. Jetzt werden wir den Karton einmal nochmal umdrehen und dann gibt es einen kleinen Zaubertrick, das passt ja auch ganz gut zu einem Fabelwesen, und dann schauen wir, was sich hier drinne verbirgt. Ja Freunde, hier haben wir unseren Himmelslöwen Maximus auf dem Karton jetzt liegen, beziehungsweise die Steine, die zum Himmelslöwen werden. Übrigens heißt die Attraktion auch Flight of the Sky Lion. Hier haben wir die Anleitung, übrigens ganz lustig, ich meine, es kommt ja aus England, hier unten steht auch die deutsche Anleitung, bekommt man dann im Internet. Sie ist halt hier so, ne, Handteller groß. Ich denke mal, Lego-Anleitung brauchen wir euch gar nicht so richtig erklären. Wir haben hier so ein bisschen über Mythica erklärt, wir sehen hier dieses Sternentor und da sehen wir halt auch die Fabelwesen, beziehungsweise hier Maximus, Bobs und da die Erkundschafter, die beiden Besucher, und hier sehen wir noch ein paar Fabelwesen mehr, hier so eine Art Phönix, einen zweiköpfigen Drachen und hier hinten auch nochmal so ein Greif und auch da das fliegende Einhorn. Finde ich eigentlich ganz schön gemacht, wirklich richtig tolle Art. Und dann geht es hier eigentlich wie immer weiter, wie man Lego-Steine benutzt. Wir haben hier 6 Bautüten, kann ich euch auch so bestätigen. Wir haben wirklich 6 Tüten hier liegen, schauen wir uns aber gleich nochmal an. Also auch logischerweise jede Bauschnitzgruppe in diese Tüte verpackt. Hier sehen wir die Figuren, wie man es baut. Ich meine, Pfeile weisen den Weg. Was man braucht, wird oben angezeigt. Und mit 119 Bauschritten ist dann unser Maximus und das Sternentor fertig. Und zwar dann komplett das Set auf der Seite 124. Und die letzten Seiten sind ja immer Steine-Übersicht. Wir haben ein paar Aufkleber für die Symbole auf dem Sternentor und dieses Mythica-Symbol. Und dann haben wir halt hier die 6 Bautüten. Freunde, ich freue mich, euch jetzt ein paar Fakten zum Thema Stargate präsentieren zu dürfen. Ich wünsche mir jetzt viel Spaß beim Bauen und euch viel Spaß beim Zuschauen. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Und Freunde, ich habe euch ja gesagt, dass das Set 40556 mich total an Stargate erinnert und deswegen drehen sich die Fakten heute auch nicht um mythologische Wesen, wobei irgendwie schon ein bisschen, denn wir reden heute über Stargate, über die Filme und über die Fernsehserie. Und fangen wir doch mal mit der Fernsehserie an. 2006 wurde die Serie Stargate Commando SG-1 als die am längsten am Stück ausgestrahlte Science-Fiction-Fernsehserie in das Guinness-Buch der Rekorde für die Ausgabe von 2007 aufgenommen. Damals lief die Serie 10 Jahre.
am Stück. Respekt. Das hat, glaube ich, nur die Lindenstraße bei uns geschafft. Und das ist auch ganz übler Science Fiction. Kleiner Spaß. Freunde, ich habe aber ja auch von Filmen geredet. Und jetzt denkt ihr bestimmt, Filme, wieso? Es gab doch nur diesen einen Film, dann die Serie. Nein, es gab 3 Filme. Nämlich den Ursprungsfilm von 1994, Stargate. Und dann folgten 2 Filme, 2008 jeweils, Stargate The Ark of Truth und Stargate Continuum. Diese beiden basieren dann auf die Serie. Und wenn wir jetzt hier mal über den Film sprechen, und ich bin ja hier im Ländle zu Hause, dann müssen wir darüber reden, dass Stargate von Lothar Emmerich gedreht wurde, aber auch noch mehr deutsche Wurzeln hat. Nicht nur der Schnitt wurde von einem Deutschen gemacht, sondern auch die komplette Geschichte, die Grundlage basiert auf einem deutschen Comic, nämlich auf der Comicserie Nick. Der Pionier des Weltalls von Hans-Rudi Wäscher. Diese Comics wurden von 1958 bis 1966 aufgelegt und danach noch in mehreren Neuauflagen. Und das ist kein Witz, mein Vater war riesengroßer Comic-Fan von diesen Geschichten rund um den Helden Nick. 1958, als die Serie rauskam, war mein Vater 12 Jahre alt, also im besten Comic-Lesealter. Ich bin persönlich mit der TV-Serie nie so ganz warm geworden, habe aber trotzdem die ersten Staffeln damals auch im TV verfolgt und ich war im Kinofilm damals 1994 mit ein paar Freunden drinne und ich finde ihn richtig klasse. Die Serien Stargate Kommando SG-1, Stargate Atlantis und Stargate Universe unterscheiden sich von Filmen durch viele neue Inhalte und Figuren. Im Gegensatz zum Film treten in der Serie weitere Götter der Antike als paratisär lebende Außerirdische, die die Menschen als Wirte benutzen, in Erscheinung. Darunter nicht nur ägyptische Götter, so wie in dem Film hier angedeutet, sondern auch Götter aus der asiatischen, afrikanischen, griechischen, indianischen und nahöstlichen Mythologie. Diese stehen in der Serie die Asgard gegenüber, die als nordische Gottheiten und als Beschützer der Menschen auftreten. Wieder irgendwie so eine kleine Parallele an Deutschland. Aber lassen wir das. Ras Planet wird im Film nicht namentlich benannt. Der Name Abydos wird erst in der Serie eingeführt. Also das ist der Planet, auf dem der Teil 1 spielt, beziehungsweise der Film Stargate. Und seine Position übrigens aus der fiktiven Kalian-Galaxie wird in die Milchstraße verlegt. Im Film wird in der deutschen Synchronisation das Stargate von Daniel Jackson nur einmal als solches überhaupt bezeichnet und im Laufe des Films dann ausschließlich Sternentor genannt. In der Serie werden die Bezeichnungen Stargate und Sternentor dann abwechselnd verwendet. Ein weiterer Unterschied liegt in der Schreibweise des Namens O'Neill. In der Serie wird er mit 2 L, im Film hingegen nur mit einem L geschrieben. Das Stargate Center befindet sich unter dem fiktiven Creek Mountain in der Serie unter dem real existierenden Cheyenne Mountain in Colorado. Ihr habt bestimmt, wenn ihr die Serie gefolgt habt, diesen Tunneleingang schon mal gesehen. Der Name von O'Neills verstorbenen Sohn lautet Taylor, in der Serie jedoch Charlie. Die beiden Stargates haben im Film unterschiedliche Symbole. In der Serie hingegen sind die ersten 38 Symbole Sternenbilder, immer die gleichen, bis auf das 39. Symbol, das ist der Ursprungsort. Im Film stellt Daniel Jackson nur seine These vor, dass die Beweise für die Erbauung der Pyramiden während der ersten Dynastien gefälscht wurden und die Bauwerke älter sein mussten. Da er die wahren Erbauer aber nicht benennen kann, verhöhnt ihn ein Zuschauer mit der Erwähnung von Außerirdischen. In der Serie hingegen wird es in einigen Folgen so dargestellt, dass Jackson damals behauptet habe, die Pyramiden seien von Außerirdischen erbaut worden und somit seine Anstellung sowie seine Anerkennung als Wissenschaftler verlor. Ja, Freunde, das waren bis hier schon ein paar Fakten rund um das Thema Stargate, Stargate SG-1, Stargate Commando SG-1, Stargate Atlantis und so weiter und so fort. Ich hätte ohne Witz für dieses Review noch viel, viel mehr Fakten raussuchen können und habe sie auch rausgesucht. Aber vielleicht heben wir uns das auf, denn ich glaube, da draußen gibt es den einen oder anderen Klemmbausteinhersteller, egal woher, der dieses Thema Stargate bestimmt noch aufnehmen wird. Und dann besprechen wir das nochmal ausführlicher. Jetzt aber viel Spaß in dem Bau des Mythica-Sets von Lego bzw. aus der Legoland-Serie, die 40556. 50 Minuten Bauspaß und da ist unser Luftlöwe Maximus, das Sternentor, das Entree nach Mythica, die beiden fleischfressenden Pflanzen, Bobs unser Einhorn und die beiden Explorer.
Wir haben eine ganze Handvoll Steine über. Das Bauen ging kinderleicht, war auch teilweise ein bisschen langweilig, weil wir ja oft Sachen 4-mal gemacht haben. Fangen wir aber mal gleich mit unseren Luftlöwen, den Sky Lion, den Maximus an. 10 cm soll er sein, kommt ungefähr hin. Ich finde, das Gesicht ist gut gelungen. Man muss nur hier aufpassen, dass man die Nase so ein bisschen dreht, dass man auch die typische Katzennase hinbekommt. Man hat hier ein Maul, was man schön aufmachen kann. Man sieht schön seine blaue Mähne, die Beine relativ schlicht gehalten, aber trotzdem cool. Die Flügel finde ich ja am coolsten hier mit den Hinge-Elementen und hinten der Schwanz auch auf solche schönen Achsaufnahmen. Finde ich richtig cool. Was natürlich ein bisschen wie immer so ein Kritikpunkt sein könnte, wäre das natürlich hier hinten. Ihr seht es, alles etwas buntes, da gelb, da hinten grün und so. Aber mich persönlich stört sowas nicht, wenn man es ja nicht sieht. Und ja, wenn hier unten so ein bisschen pink durchschimmert, ist das egal. 520 Steinchen ja für 30 Euro finde ich gar nicht so, ja, ist gar nicht teuer. Irgendwie ist das, finde ich, ganz d'accord. Wie gesagt, man hat 50 Minuten Bauspaß und ich glaube, mit Kindern geht das gut zusammen, weil man ja immer hier die Beine bauen muss, 4-mal, die Flügel 2-mal. Das kann man sich gut aufteilen, vielleicht einfach mit seinen Kindern, dann hat man zusammen Spaß. Wie gesagt, die Flügel finde ich richtig cool, hier mit den Hinge-Elementen und den C-Claims. Das ist ein cooler Löwe, schön Brickbuild, möchte ich mal sagen, par excellence, so wie es Lego halt kann. Und wie gesagt, hier schön diese Mähne gebaut mit diesen, ja, habe ich auch so nicht gesehen, in diesen hellblau, das Sandblue, wie sagt man denn, Klauen, Monster, Rock Elements. Also ich finde es richtig cool. Ich habe ja schon von Mehr Constructs einen Drachen gebaut und sowas, aber hier, das gefällt mir schon besser, muss ich echt sagen. Ein richtig cooler Löwe, hier unser Sky Lion Maximus. Da von oben nochmal und von hinten nochmal. Ihr seht hier keine rosa, naja, ihr wisst schon. Alles gut. Packen wir ihn an die Seite. Er bewacht mal unsere extra Steinchen hier. Er ist auch stabil, kann man gut hinstellen hier mit seinen Füßchen. Unsere beiden Explorers, unsere Besucher. Hier der Junge mit seiner College-Jacke, den Vergrößerungsglas. Kann man hier eigentlich vergrößern? Na, bringt nichts. Egal, mit einer Lupe halt. Schön Haarteil. Wendegesicht. Einmal hier oh und einmal yeah. Wir machen mal ein bisschen oh, weil so ein Löwe ist ja schon ein bisschen oh. Ne? Haarteil drauf. Ein bisschen Locken angedeutet und natürlich die kleinen Beinchen. Und dann seine Schwester oder Freundin hier mit diesem Zipper-Oberteil. Sie guckt auch schön durchs Okular hier ihres Fotoapparates. Sie schaut ganz verschmitzt, schöne Sommersprossen und sie hat kein Wendegesicht. Das ist ein bisschen schade. Aber hey, was soll's. Also 2 niedliche Figürchen. Dann unser Bobs. Ne, der könnte halt auch von Lego Movie kommen. Aber ich habe es euch ja gesagt, wo wir ihn her haben. Bisschen Brickbuild auch, bisschen kastig, bisschen klemmbausteinig. Gefällt mir. Und auch 2 verschiedene Flügelchen. Finde ich auch ganz cool. Hat was. Und ich finde es cool, dass Lego hier einfach ein Fabelwesen aufgenommen hat wieder, was es schon mal gab. Dann für mich eigentlich so ein bisschen das Highlight sind diese beiden Feed Me fleischfressenden Pflanzen, ne, aus dem kleinen Horrorladen, möchte ich mal fast sagen. Also richtig cool, die gefallen mir, die werde ich irgendwo einbauen. Zwar auch ganz simpel gemacht, aber irgendwie richtig, richtig cool. Hier, ja, da ist ein bisschen ihrer Pflanzen, ein paar ihrer Pflanzen abgegangen, so der Stängel, aber hier nice und ouch, 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 ouch. Nein, also gefällt mir gut hier auf den Balljoints. 2 schöne fleischfressende Pflanzen und dann natürlich Highlight unser Stargate. Hier auch auf solchen Hinges gebaut. Das Mythica-Schild hat auch Kleber. Ich hoffe, ich habe die Kleber einigermaßen gut dran bekommen. Ist wirklich nichts Wildes, kann man schön locker wegklemmen. Wie gesagt, ich habe jetzt 50 Minuten gebraucht, habe dabei ein bisschen TV geschaut, natürlich Stargate und schon ist unser Set hier fertig. Schreibt mir bitte mal, was euch dazu einfällt, unten in die Kommentare, ob ihr auch da so ein bisschen an Stargate gedacht habt, ob ihr auch diesen Löwen cool findet. Irgendwie hat er ja was, könnte so auch das Wappentier von vielen, vielen Adelsgeschlechtern sein und ich denke mal, es gibt bestimmt auch den einen oder anderen fliegenden Löwen in so manchen Wappen eines Landkreises, Städtchen oder auch eines Adelsgeschlechtes auf der Welt. Also richtig cool. Richtig cool. Ich muss jetzt nur überlegen, wohin damit. Ich ziehe jetzt bald um. Aber so ein Set muss gebaut werden. Alleine, weil es lila ist. Und das ist ein bisschen meine heimliche Lieblingsfarbe. So, genug geschwafelt, liebe Freunde. Jetzt gibt es noch mal ein paar Detailfotos. Und dann schauen wir uns noch einmal in die Augen.
Ja, Freunde, während ihr hier ein paar tolle Detailfotos von dem Set 40556 bekommt, möchte ich noch einmal das Thema Löwe mit Flügeln in der Heraldik aufgreifen, denn es gibt wirklich einige Gemeinden, die einen Löwen mit Flügeln als Wappen haben. Zum Beispiel in Deutschland, wer kennt sie nicht, die Stadt Gießen in Hessen, die hat einen roten Löwen mit schwarzen Flügeln, blauer Zunge und Krallen auf weißem Untergrund mit schwarzen Strichen als Wappen. In Baden-Württemberg gibt es noch die Gemeinde Marxell, die so ein Wappen hat. Und zum Beispiel in Österreich, Grüße an meine Freunde in Österreich, gibt es noch die Gemeinde Wernstein am Inn. Das Symboltier Löwe mit Flügeln gibt es auch quasi mit christlichen Hintergrund, nämlich den sogenannten Markuslöwe. Der Markuslöwe ist das Symbol des Evangelisten Markus. Der Löwe wird den Evangelisten Markus zugeschrieben und findet bereits im Alten Testament im Buch Ezechiel Erwähnung. Und eines der berühmtesten Wappen, wo dieser Markuslöwe, ist nämlich ein Löwe mit Heiligenschein, vorkam, ist die Stadt Venedig. Und auch die italienische Marine trägt heute diesen Löwen mit Flügeln als Wappentier. So Freunde, das war's. Viel Spaß beim Rest des Videos. Was für coole Detailfotos, oder? Ja, Freunde, das heißt, wir sind auch am Ende des Videos angelangt von unserer 40556, unseren Mythica-Set mit Maximus, mit Bobs, den beiden hier von mir gerade gefressen werdenden Besuchern, den fleischfressenden Pflanzen und dem Stargate Sterntor, ich nenne es einfach so. Mir hat Spaß gemacht. Man kann ein bisschen über die Farbseuche natürlich wie immer reden, wobei es sich ein bisschen beschränkt hat, nur auf den Löwenkopf und die Sticker, aber hey, für 30 Euro 520 Lego-Steinchen zu bekommen, ein Set, das gar nicht so oft gibt, was wahrscheinlich auch viele von uns gar nicht so in real zu Gesicht bekommen, denn wer von uns war schon mal im Legoland in Britannien? Also von daher finde ich, geht das völlig d'accord und ich hatte Spaß und ich hatte einen Grund, ein Video für euch zu machen, meine Freunde. Jetzt beim Thema Lego. Wenn ihr am Wochenende jetzt am 2.7. noch ein bisschen Lego sehen wollt, dann kann ich euch nur das Sommerfest von Fedes in der Sprörstraße 8 empfehlen in Stuttgart. Und wenn ihr ein bisschen Bock habt auf alternative Klemmbausteine, dann sehen wir uns vielleicht am 2.7. in Germersheim, wo ich ja mein Community-Treffen auf dem Gelände von Modbricks habe. In diesem Sinne, Freunde, viel für euch zu erleben jetzt am Wochenende. Würde mich noch freuen, wenn ihr ein bisschen was für den Algorithmus tut und mir ein bisschen zum Set unten in die Kommentare schreibt. Daumen hoch, Daumen runter, wäre auch ganz nice. Ihr kennt das Spielchen, so läuft YouTube. So läuft auch immer ein Video von mir ab, wenn ich nämlich zum Ende sage, auf Wiederbauen, alles Gute meine Freunde, euer Freund, der Blockstar.